herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ace Combat 7 Skies Unknown. Ich habe genau hier letzte Woche gestoppt. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Mission. Auf geht's! As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usea, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usea, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. Nicht so schön. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usea was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usea, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. Absturz. In case you were wondering, yeah, I survived. Das ist gut. I crashed in a bombed-out Osean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye.
I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Eusian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons. Oh. And the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out, and set the dogs on me. Mission 2. Charge the enemy. Ja, unserer guten Freundin geht's anscheinend nicht ganz so gut. So, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, eine große Militärbasis, die allerdings nur Fake ist, zur Ablenkung dient. Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Eusian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Eusia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. Na klar. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. So, da kommen wir auch zur klassischen zweiten Mission. Eine Mission, wo es darum geht, Bodenziele auszuschalten. Sehr gut. Wir fliegen wieder mit unserem Geschwader. Hier sehen wir nochmal die Ziele. So. Klassischer Klassiker. So, Mission starten. In der letzten Mission haben wir hier die ADFX 001 Morgen rausgeholt. Für diese Mission, die gerade auch ein bisschen mehr für Boden zielt, habe ich jetzt überlegt, okay, könnte ich natürlich wieder nehmen, weil halt auch die MPBM Raketen ziemlich gut gegen Bodenziele sind. Andererseits habe ich echt Bock hier einen guten alten FA-18E Super Hornet rauszuholen, in der Top Gun Edition, auch wenn ich die Aufkleber jetzt nicht so sehr mag. Ich gucke mal, was da für Bewaffnung auf mich wartet. Luftziele. Bomben. Eigentlich hatte ich mir gehofft, dass mir mehr Luftbodenraketen sind. Hier haben wir doch welche. Luftbodenraketen. Jawohl. Das wollen wir haben. Dann nehmen wir einfach eine ganz normale F-18. Kein Problem. Können hier noch Teile auswählen. Das ist auch eine Neuerung von diesem Teil. Dass man hier im Rumpf Waffen und sonstige Sachen reinbauen kann, um die Fähigkeit des Flugzeugs zu verbessern. Ne? Hier leichte Blisk, Stufe 1, verbessert Jetbeschleunigung. Das nehmen wir mit rein. Da kann man auch noch auf Waffen gehen.
Und auch noch ein paar andere Sachen. Das machen wir später, wenn wir noch Geld haben. So. Nehmen wir jetzt nicht mal so einen super Mega-Fighter. Aber gerade für eine Bodenmission, finde ich, sollte man halt Raketen mitnehmen, die auch gut für den Boden sind. Ja? Klar gibt es hier auch ein bisschen Air-to-Air-Fighting. Das ist normal. Aber ich möchte eigentlich keinen Stress mit Bodensachen haben. So, weiter geht's. Da sind wir. Kann man schon auf der Map sehen, hier sind unsere Ziele. Wir haben, glaube ich, auch eine ganz gute Reichweite, bin ich der Meinung. Was war hier? Eins, zwei. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht unser Superjet haben. Puh. Trotzdem ist es auch kein schlechter Fighterjet hier. Na, wer schießt da? Ach, die Birds hier. Woohoo! Ganz schön kleine Wolkendecke hier. So, aufpassen in den Wolken. Ist auch. Hoppala! Nicht, dass ich hier getroffen werde. Hoppala, hoppala. So, da sind wir auch schon bei der Luftwaffenbasis hier. Nehmen wir natürlich auch alles so gut es geht auseinander. Das jetzt mal die Fighter, lassen wir jetzt mal Fighter sein, ne? Da kommen eben schon die neuen Targets hier. Oh, ey, ganz. So, erstmal hier die ganzen Bomber vom Himmel holen, Leute. Hoppa! Da kommt eine Rakete an. Ui! So, hier haben wir wieder die guten alten MiG-21er. Hier ist auch einfach alles in der Luft. Den Control Tower holen wir auch aus der Luft. Oder eher vom Boden. So. Jetzt merkt man auf jeden Fall schon eine Grundaggressivität. Ist ein bisschen gestiegen hier. Oh, da sehe ich nichts. Ich dachte, der wendet. Komm schon. Jawohl, haben wir. Boom. So, ein bisschen auf meine Geschwindigkeit achten. Oh, was passiert jetzt?
Ah, genau. Hier haben wir es auch wieder, das ist auch ganz wichtig. Immer wieder bei den Missionen tauchen auch gerne namhafte Jets auf. Die sind von den Flugkünsten her einen Tucken besser als ihre normalen, nicht namenhaften Counterparts. Und da kann man, wenn man jetzt den Jester gekillt hat, hat man quasi für die MiG-21 auch den Farbscan freigeschaltet. Das gibt's übrigens seit Ace Combat 2, bin ich der Meinung. Also offiziell Ace Combat, weil der erste Titel ja Air Combat hieß. So, wir müssen jetzt über die Drohnen kämpfen. Die Drohnen sind an sich nicht super stark, halten glaube ich auch nur eine Rakete aus, sind dafür aber super wendig. Ja, eine Rakete reicht. Deswegen lernen wir hier den High G-Turn kennen, also die Fähigkeit, schnelle Kurven zu drehen. Boom. Indem ich halt Bremsen und Speed gleichzeitig drücke, um halt enge Kurven zu fliegen. Das ist gerade, glaube ich, auch im Multiplayer eine super Fertigkeit. Man muss da natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel vom Speed runtergeht. Ah, schade, der war nicht mehr drin, ne? Der fliegt hier in den... Weil man sonst halt Strömungsabriss hat. Ah, okay, haben wir noch erwischt, obwohl er in den Wolken war. Man muss auch in den Wolken aufpassen, man vereist in den Wolken, was das Zielen beeinflussen kann. Und ich glaube auch das Beschleunigen. Jawohl, haben wir. So. Haben wir. Ach, ich mag das. Ich mag dieses Spiel wirklich. Eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich mag auch einfach, wie die Flugzeuge aussehen. Die sind wirklich richtig, richtig schick. So, das überspringen wir. So, mal gucken, ob wir wieder ein A-Rank oder ein S-Rank vielleicht mit belohnt werden. Gibt ein bisschen mehr Cash. Ich hätte auch in den Shop gehen können. Vielleicht machen wir das die nächste Mission. Na klar. Wir kommen jetzt quasi vom Verteidigungskrieg in den Angriffskrieg. Oh, und dann kriegen wir tatsächlich das S-Rank. Ich glaube, dass es tatsächlich das S-Rank daran liegt, wie schnell man ist. Schnell, ordentlich die Sachen niedermetzelt und dann geht das. Unversehrt Bonus. Richtig, richtig gut. So, genau. Hier kriegen wir nochmal die Nachricht, ne? Sie haben ein oder neue Skins für die MiG-29A Fulcrum erhalten. Richtig gut. Ja, und das war's dann auch schon heute für die zweite Mission. 19 Minuten auf der Uhr. Ich mache hier einen Cut. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht mache ich dann auch 2 Folgen pro. Also 2 Missionen pro Folge. Das schaue ich nochmal, das überlege ich mir nochmal. Es kommt darauf an, wie die Missionen dauern. Die werden ja auch länger. Ansonsten schaltet wieder ein. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Hier auf meiner Plattform JinRoh Music and Gaming. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, Kakao.